Hallo, willkommen bei homesmart.de auf unserem YouTube-Kanal. Wir testen heute den Mähroboter Dreamy A1 Pro. Der ist ohne Begrenzungskabel für 2000 Quadratmeter und ist sogar mit Alexa und Google Home kompatibel. Er ist noch im Karton und wir packen jetzt mal aus. Verrückt, was im Schnitt alles geht. Hier sehen wir den Lieferumfang vom Dreamy A1 Pro und wir haben wie immer einmal die Ladestation, die besteht aus zwei Teilen, einmal aus der Bodenplatte und einmal hier aus der Halterung mit einer Bürste. Dann haben wir hier einmal das Netzteil und das Kabel ist in der Station hier hinten integriert. Auf der anderen Seite haben wir einmal mal wieder einen riesigen Quickstart Guide und hier in einem kleinen Extrakarton ein wenig Zubehör, die Bedienungsanleitung, Ersatzklingen und die Erdschrauben für die Station. Und das Wichtigste natürlich, der Mähroboter an sich. Der Dreamy A1 Pro ist der direkte Nachfolger des Dreamy A1. Den haben wir letztes Jahr schon getestet. Wenn ihr den Testbericht dafür lesen wollt, schaut gerne mal auf homesmart.de vorbei. Da könnt ihr alles nachlesen und wenn wir schon dabei sind, drückt doch auf die Glocke und abonniert uns, darüber freuen wir uns sehr. Ja, und jetzt zum A1. Also er macht wirklich einen sehr coolen Eindruck, sieht richtig gut aus in seinem Grau und Schwarz. Ja, kommt doch mal näher, dann zeige ich euch ein bisschen mehr. Also hier hinten haben wir die Antriebsräder, hier oben mit dem Dreamy-Schriftzug eine Abdeckplatte und die rote Stopptaste, und wenn man die drückt, dann geht es hier auf, wie schon beim Vorgänger. Und hier unten verbirgt sich dann einmal ein Drehknopf für das Menü, 4 Bedienknöpfe und ein kleiner Display. So, machen wir hier mal wieder zu. Hier vorne ist der Omnisense Laser, der ist für die Navigation zuständig, denn der Dreamy A1 Pro ist ein Mähroboter ohne Begrenzungsdraht und ohne RTK-Station, also schnell aufgebaut. Mal schauen, wie gut es funktioniert. Hier vorne haben wir noch die Andockstellen für die Ladestation. Und jetzt schauen wir mal auf die Unterseite. Oh. Hier gibt es einmal 2 Navigationsräder, die sich in alle möglichen Richtungen drehen lassen. Und in der Mitte die Mähscheibe mit 3 Klingen. So viel zum Äußeren, jetzt geht's ans Aufbauen. Ja, wunderbar. Ich glaube, jeder, der ein Dreamy-Gerät zu Hause hat, der kennt genau diesen Ton. Also wir haben jetzt die Station und den Roboter aufgebaut. Das war überhaupt kein Problem. Wie gesagt, die Station besteht aus 2 Teilen. Einmal hier dieses obere, das muss man einfach ja, gleich, okay? Also einfach die Station zusammenbauen, mit den Erdschrauben fixieren und an den Strom anschließen. In 2 Minuten erledigt. Danach den Roboter einsetzen. Wenn er euch dann fertig vollgelabert hat, was man als nächstes machen soll, einmal die Stopptaste drücken. Ja, okay. Und dann soll man ihn eigentlich einschalten, indem man 2 Sekunden lang die An-Taste drückt. Er ist jetzt aber schon an. Wir können jetzt als nächstes die Sprache auswählen. Und jetzt werden wir aufgefordert, eine PIN zu erstellen. Das machen wir mal ganz schnell. Jetzt könnten wir hier theoretisch schon den Mähmodus auswählen, einen Zeitplan erstellen und Einstellungen für den Mähroboter treffen. Aber wir wollen ihn natürlich ganz bequem per Handy steuern. Hier im Deckel ist ein QR-Code. Der ist auch eindeutig gekennzeichnet, wenn man ihn am Handy registrieren will, welchen man das scannen soll. Dann geht ihr in der Dreamy-App auf Hinzufügen. Scannt den QR-Code, so wie ich es jetzt hier gerade mache. Drücken Sie den Knopf und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt. Den Knopf in der Mitte 3 Sekunden gedrückt halten. Jetzt ist er im Bluetooth-Modus, habe ich gehört, kann die Kopplung starten. Und jetzt wird noch ein Plugin installiert bzw. heruntergeladen. Und dann können wir, glaube ich, auch schon gleich loslegen mit dem ersten Mähvorgang. Ich war ein bisschen voreilig. Bevor wir mähen können, müssen wir natürlich eine Karte erstellen. Und gerade eben wurde noch ein 5er-Update durchgeführt. Das war in 3 Minuten erledigt. Also Einrichtung und Aufbau wirklich sehr schnell, sehr einfach. Wenn ihr noch keinen Mähroboter habt, dann solltet ihr damit keine Probleme haben, weil wirklich alles kinderleicht ist. Und der Quickstart Guide führt einen auch gut durch die Installation. Klicken wir mal auf Kartenerstellung.
passt alles. Station verlassen. Und jetzt verlässt er seine Station. Und so wie das aussieht, muss man wohl den Roboter über die Rasenkanten entlangfahren und dann mit dem Handy steuern. Er kalibriert jetzt gerade noch. Zwischendurch vielleicht noch ein paar Infos zum Dreamy A1. Der kam letztes Jahr, also 2024 im Dezember auf den Markt. Ist jetzt also seine erste Mähroboter-Saison oder sein erster Sommer, in dem er durch die Gärten fahren darf. Und wir haben jetzt das Vergnügen, ihn zu testen. So, vielleicht noch zur Kartierung. Es gibt auch Modelle, da kann man eine automatische Kartierung durchführen. Die haben wir auch schon getestet, zum Beispiel der Eufy E18. Schaut doch gerne mal in dem Video vorbei, das verlinken wir euch. Und bei manchen Modellen kann man zwischen einer manuellen Kartierung und einer automatischen Kartierung wählen. Ja, zum Beispiel beim Momotion Luber Mini haben wir auch ein Video, gerne reinschauen. Ja, Nachteil bei der automatischen Kartierung ist, dass die Ränder natürlich nicht so genau abgefahren werden können, wie sie eventuell müssen. Dafür geht die aber natürlich schneller bzw. ist gemütlicher. Und bei der manuellen Kartierung kann man natürlich die Ränder ein bisschen besser erfassen, hat dafür aber auch ein bisschen mehr Aufwand. Ein Unterschied zwischen den beiden Kartierungsarten schwer zu sagen. Zum Beispiel beim Luber Mini haben wir beide Kartierungsarten ausprobiert. Da hatte die Karte eigentlich keine nennenswerten Unterschiede. Und das Mähen am Rand war jetzt nicht besser oder schlechter. Steuerung hier am Handy beim A1 Pro ist ehrlich gesagt so mittel. Da hatten wir schon andere Modelle, da hat es ein bisschen besser funktioniert. Aber ich komme zurecht, wie ihr seht. So, wir sind jetzt einmal im Kreis gefahren, hat alles wunderbar funktioniert. Auch wenn man sich bei der Steuerung mal ein bisschen mehr Mühe geben muss, mal ein bisschen weniger. Kleiner Tipp von uns, wenn ihr Rasenkanten habt, wo der Roboter drüber fahren kann, wie jetzt vorne am Gehweg oder hier bei der Terrasse, fahrt da gerne großzügig drüber, dann habt ihr auch vom Mähroboter eine gut gemähte Kante und müsst euch um die schon mal nicht kümmern. An Kanten wie jetzt hier bei uns, die rund sind, oder an Mauern, haben Mähroboter erfahrungsweise ein bisschen mehr Probleme, da müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen. Aber das testen wir heute, wie gut sich da der Dreamy A1 Pro schlägt. Weil er jetzt denkt, dass die Station außerhalb von der Karte ist, muss ich jetzt noch einen Pfad von der Station auf den Rasen erstellen. Das mache ich jetzt ganz kurz. So, nach ein bisschen rumprobieren hat jetzt auch das mit dem Pfad funktioniert. Ich kann jetzt hier unten die Karte fertigstellen. Kann ich hier noch einen Zeitplan erstellen, das überspringen wir mal. Und jetzt seht ihr den Mähroboter. Hier links ist die Station und da ist der Mähroboter. Und jetzt lassen wir ihn mal mähen, oder? Wird 55 Minuten für die gesamte Fläche brauchen. Der erste Mähvorgang ist gerade noch am Laufen. Und der A1 Pro hat jetzt den Rasen so für sich in 2 Hälften geteilt, war jetzt der erste drüben, hat da alles abgemäht, hat dann aufgehört und ist hier rüber gefahren und hat jetzt hier weiter gemäht. Was schon auffällt, vom Rand hält er relativ viel Abstand so in die Richtung, wie er jetzt fährt. Aber wir haben auch den größten Abstand zur Kante in der App noch eingestellt gehabt, was also von Dreamy aus schon eingestellt war. Und wenn wir schon bei der App sind, dann erkläre ich euch die mal. Also ihr habt hier den Hauptbildschirm, da seht ihr die Karte und könnt den Mähroboter live nachverfolgen. Seht unten, wie weit er schon mit dem Mähen ist, könnt pausieren, könnt beenden, hin zur Ladestation zurückfahren. Hier oben seht ihr die Verbindungen für Bluetooth und WLAN. Und wenn ihr jetzt hier mal auf das Strichchen-Symbol klickt, dann könnt ihr hier die Mäheinstellungen treffen. Also einmal die Mäheffizienz, ob er schnell oder langsamer mäht, die Mähhöhe von 3 bis 7 cm und ihr könnt eben einstellen, in welche Richtung er mähen soll. Aber wenn ich das jetzt ändern will, muss ich den Mähvorgang unterbrechen. Das will ich jetzt noch nicht. Also das kann man nur machen, wenn der Mähroboter in der Station ist. Das lassen wir mal. Dann gibt es hier automatisches Randmähen. Das heißt, wenn der
Mähroboter fertig ist mit dem Mähvorgang, dann fährt er nochmal extra die Kanten ab. Und hier unten dann eben die Höhe der Hindernisse, die er kennen soll, in 4 Stufen von 5 bis 20 cm und wie viel Abstand er halten soll, zwischen 10, 15 und 20 cm. Die Dreamy App ist übersichtlich gestaltet, man kommt gut mit ihr zurecht. Die wichtigsten Sachen hat man schnell auf einem Klick oder man kann sie schnell über einen Klick erreichen. Man kann Mähpläne erstellen, man kann mehrere Zonen einstellen. Also wirklich alles, was ein guter Mähroboter haben sollte. Und jetzt lassen wir ihn hier mal noch fertig mähen. Wir haben den Dreamy A1 Pro gerade nur am Rand mähen lassen, also an der Rasenkante. Und ich muss sagen, wir sind wirklich überrascht, denn er ist wirklich recht nah an den Rand herangekommen. Also näher als zum Beispiel der Segway Navimo, der hier schon länger im Einsatz ist und den wir auch getestet haben. Das Video verlinken wir euch natürlich. Und deutlich besser als zum Beispiel der Luba Mini. Denn was der am Rand gezeigt hat, das war wirklich überhaupt nicht gut. Aber der Dreamy A1 Pro, also ich kann es euch hier mal zeigen, hat hier wirklich ordentlich was abgemäht, was jetzt über ein paar Wochen stehen gelassen wurde, weil eben die anderen Mähroboter nicht so gut an den Rand fahren konnten. Und das, obwohl der Mähteller auch beim Dreamy mittig platziert ist. Aber ganz perfekt ist natürlich nicht geworden. Ihr seht hier die letzten 8 bis 10 cm sind dann doch stehen geblieben. Da muss man dann mit Hand nacharbeiten. Aber am Rand auf jeden Fall besser als erwartet und besser als andere Modelle, die wir schon getestet haben. Um dann wirklich den perfekten Kantenschnitt hinzubekommen, muss man dann zu einem Modell mit einem seitlichen Mähteller greifen. Oder vielleicht gibt es ja bald Modelle, wo sich der Mähteller seitlich verschieben kann. Seid da mal gespannt drauf. Wir testen gerade die Hinderniserkennung des Dreamy A1 Pro. Und wie Sie jetzt schnell erkennen, hat er mit den kleinen und mit den großen Hütchen überhaupt keine Probleme. Die erkennt er zuverlässig und dreht dann ab, fährt nicht drumherum, sondern dreht immer komplett um. Das ist ein bisschen schade, weil es zu Lasten der Mähleistung geht. Mit dem kleinen Tennisball hier in der Mitte hat er aber Probleme gehabt. Den hat er bisher gar nicht erkannt und ist jetzt auch schon 2- oder 3-mal drüber gefahren. Wir haben übrigens jetzt die Einstellung für die kleinsten Hindernisse gewählt, also 5 cm und dass er den kleinsten Abstand hält, also 10 cm. Ich werfe ihm jetzt mal den Schaumstofffußball in den Weg, mal schauen, wie er sich mit dem schlägt. So, der ist ein bisschen größer als der Tennisball. Mal schauen, ob er ihn erkennt. Die anderen Mähroboter, die wir bisher hatten, sind mit dem gut zurechtgekommen. Und er hat ihn erkannt und fährt jetzt das erste Mal auch um ein Hindernis herum. Das hat er bisher noch nicht gemacht. Also Hinderniserkennung ist gut. Hütchen sind ungefähr 20 bis 30 cm groß. Die hat er zuverlässig erkannt. Kleine Hindernisse waren ein Problem für ihn, wie der Tennisball oder hier der Schaumstoff-Tennisball. Da ist er drüber gefahren. Da war zum Beispiel der Mova 600, der hat den Tennisball zwar angestupst, ist aber nicht drüber gefahren. Und das war auch nur selten der Fall. Also der hat sogar den Tennisball erkannt und ist drumherum navigiert. Aber auch die Hinderniserkennung beim Dreamy A1 Pro ist gut. Als nächstes Sicherheitsfeature testen wir jetzt noch die Stopptaste. Also wenn wir die Stopptaste drücken, sollte er eigentlich sofort stehen bleiben und auch aufhören zu mähen. Das klappt wunderbar. Es geht auch gleich die Klappe auf, weil bei den bisherigen Dreamy-Modellen ist es so, wenn man einmal die Stopptaste gedrückt hat, muss man den Mähroboter mit Eingabe der PIN nochmal freischalten. Und jetzt einmal auf Start drücken. Der Roboter funktioniert erst, nachdem die Abdeckung geschlossen ist. Klappe zu und jetzt dürft ihr gleich wieder losfahren. Er piept und weiter geht's. So wie man sich's vorstellt. Und da man ihn mit der PIN nochmal freigeben muss, ist es auch nochmal eine zusätzliche Kindersicherung, dass er nicht nochmal aus Versehen gestartet werden kann. Nach unserem Test steht fest, der Dreamy A1 Pro ist ein sehr guter Mähroboter. Er ist zwar mit 1.599 € UVP relativ teuer und es ist echt schade, dass es keine automatische Kartierung gibt, bei der man sich zurücklehnen kann. Aber dafür ist der Aufbau und die Einrichtung schnell erledigt und wirklich sehr einfach. Die Mähleistung auf der Fläche war sehr gut. Er lässt sich einfach einstellen und auch an den Rasenkanten hat er dafür, dass er einen mittig platzierten Mähteller hat, eine sehr gute Leistung gezeigt. Außerdem war die Hinderniserkennung gut. Probleme gab es nur mit kleinen Hindernissen wie dem Tennisball. Da hatten aber auch andere Mähroboter-Modelle ihre Probleme. Und in unserem Garten, der zugegebenermaßen wirklich komplex ist, mit vielen Kanten, auch abgerundeten Kanten, ist er gut zurechtgekommen.
Im Gegensatz zu anderen Mährobotern. Wenn ihr wissen wollt, wie die sich geschlagen haben, dann klickt hier oben, da verlinken wir euch unsere Playlist zu den Mährobotern-Tests, die wir bisher gemacht hatten. Und hier unten noch einen einfachen Mähroboter-Test. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und wenn euch der Dreamy A1 Pro überzeugt hat, dann schaut in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu Amazon. Wenn ihr über den kauft, bekommen wir eine kleine Provision und für euch wird es nicht teurer. Ciao und danke.